Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo auch von mir. Ja, wir freuen uns, dass du heute mit uns lernst. Du weißt ja, unser Plan ist klar. Bis Tag 60 bleiben wir gemeinsam auf dem Sprachniveau A2. Wir bauen eine feste Basis. Genau. Und danach, ab Tag 61, wagen wir den nächsten Schritt zusammen und gehen auf das Level B1. Stimmt. Aber alles zu seiner Zeit, ne? Heute festigen wir erstmal A2. Und hier noch ein kleiner Tipp, der wirklich helfen kann. Hast du schon mal die Shadowing-Technik ausprobiert? Ah ja, Shadowing. Das ist super. Das bedeutet ganz einfach, sprich die Sätze, die du hörst, laut nach. Wiederhole sie direkt nach uns. Mhm. Diese Wiederholung ist echt effektiv beim Lernen. Also besonders für die Aussprache und den Satzrhythmus. Probier's einfach mal aus. Okay, dann lass uns direkt eintauchen. Das Thema für heute ist ein sehr aktives. Grundwortschatz, Sport und Bewegung. Ja, ein wichtiges Thema im Alltag. Wir schauen uns heute 15 Wörter dazu an, speziell ausgewählt für das A2-Niveau. Genau. Wir wollen dir helfen, sie nicht nur zu verstehen, sondern auch selbst anwenden zu können. Bist du bereit, aktiv zu werden? Fangen wir mit einem Wort an, das fast jeder kennt. Der Sport. Genau, das zentrale Wort. Auf Englisch heißt das Sport. Ein Nomen maskulin. Der Sport. Man hört oft ganz einfache Sätze wie „Ich mache gern Sport" oder „Sport hält fit". Richtig. Oder vielleicht fragt dich jemand, welchen Sport magst du? In Deutschland ist Fußball ein unglaublich beliebter Sport. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Klar, man kann auch betonen, warum Sport wichtig ist. Sport ist gut für die Gesundheit. Das ist für viele die Hauptmotivation. Also der Sport ein Wort, das du oft hören und benutzen wirst, wenn es um Freizeit geht. Und wenn wir schon bei Sport sind, dann gehört oft auch das Spiel dazu. Viele Sportarten sind ja eigentlich Spiele, ne? Stimmt, genau, das Spiel. Neutrum, also das, auf Englisch Game oder Match. Zum Beispiel nach einem Fußballabend. Das Fußballspiel gestern war echt spannend. Hast du das Ergebnis gehört? Oh ja. Oder wenn man sich verabredet. Treffen wir uns am Samstag für ein Spiel im Park, vielleicht Volleyball oder so. Ja, gute Idee, besonders wenn das Wetter schön ist. Das Spiel ist aber nicht nur im Sport wichtig, denk auch mal an Brettspiele oder Kartenspiele. Stimmt, Kinder lieben Spiele. Ein sehr vielseitiges Wort also. absolut. Und für viele Spiele, gerade im Sport, braucht man eine bestimmte Sache. Na klar, der Ball. Natürlich, der Ball. Maskulin, auf Englisch Ball. Mhm. Ohne Ball, kein Fußball, kein Basketball, kein Tennis. Naja, du weißt schon. Kinder spielen total gern mit dem Ball, das siehst du auf jedem Spielplatz oder im Garten, oder? Ja. Oder stell dir vor, du spielst mit Freunden und rufst, hey, gib mir bitte den Ball. Genau. Oder du suchst was. Hast du meinen Ball gesehen? Ich finde ihn nicht mehr. Die meisten Bälle sind rund, das ist leicht zu merken. Der Ball. Ein einfaches, aber sehr wichtiges Wort hier. Und wer spielt nun mit dem Ball in einem Spiel oder einer Sportart? Das ist der Spieler. Oder, wenn es eine Frau ist, die Spielerin. Richtig. Der Spieler, auf Englisch Player. Maskulin und der Plural ist die Spieler. Man kann zum Beispiel sagen, der Spieler mit der Nummer 10 hat das Tor geschossen. Super. Ja, großer Jubel. Oder man spricht über die Mannschaft. In einer Fußballmannschaft gibt es 11 Spieler. Beim Eishockey sind es weniger Spieler auf dem Eis. Stimmt, vielleicht erzählst du von jemandem. Mein Bruder ist ein guter Spieler. Er spielt im Verein. Mhm. In Deutschland sind übrigens sehr viele Leute, auch Amateure, in einem Sportverein organisiert. Das ist so ein wichtiger Teil der Kultur. Der Spieler. Und was machen gute Spieler oder solche, die es werden wollen, ganz regelmäßig? Sie gehen zum Training. Genau, das Training. Neutrum. Auf Englisch Training oder Practice. Ja, ohne Training wird man selten besser. Ein ganz typischer Satz im Alltag: Ich kann heute Abend nicht, ich gehe zum Training. Oder mein Training fängt um 19 Uhr an. Man kann auch beschreiben, wie es war. Puh, das war ein hartes Training heute, ich bin echt kaputt. Oh ja, das Gefühl kennt man. Oder man fragt, wann hast du Training? Ja, das Training ist die Basis für Fortschritt im Sport. Das waren jetzt 5 wichtige Nomen. Merkst du, wie die zusammenhängen? Mhm. Sport, Spiel, Ball, Spieler, Training. Ja, eine logische Kette irgendwie. Und jetzt brauchen wir natürlich Wörter, die beschreiben, was man im Sport tut. Also kommen jetzt die Verben.
Ein ganz grundlegendes Verb ist laufen. Ja, laufen. Auf Englisch to run. Ein starkes Verb. Und wichtig für Gespräche über die Vergangenheit, das Perfekt bildet man mit sein, also ist gelaufen. Genau. Viele Leute sagen, ich laufe jeden Morgen eine Runde im Park. Das macht den Kopf frei. Das stimmt. Oder du erzählst von gestern. Ich bin gestern 10 Kilometer gelaufen. Das war mein Rekord. Puh. Wow. Man kann auch jemanden fragen, läufst du gern? Oder einfach feststellen, Laufen ist eine gute Übung, man braucht ja nur Schuhe und kann fast überall starten. Laufen. Und beim Sport wird ja nicht nur gelaufen. Manchmal muss man auch hoch hinaus. Da kommt das Verb springen ins Spiel. Genau, springen. Auf Englisch to jump. Auch dieses Verb bildet das Perfekt mit sein, ist gesprungen. Denk mal an Basketball oder Volleyball. Der Spieler ist hochgesprungen, um den Ball zu bekommen. Mhm. Oder ein ganz anderes Bild. Kinder springen total gern auf dem Trampolin im Garten. Das macht riesigen Spaß. Klar. Man kann fragen, kannst du hochspringen? Springen, eine Bewegung, die Kraft und Koordination braucht. Und oft auch Freude macht. Und jetzt zurück zum Ball, den wir vorhin hatten. Den kann man nicht nur mit dem Fuß treten, wie beim Fußball, sondern in vielen Sportarten muss man ihn werfen. Stimmt, werfen. Auf Englisch to throw. Achtung, hier ist das Perfekt anders. Es wird mit haben gebildet. Hat geworfen. Das muss man sich merken. Ja, wichtig. Eine typische Aufforderung beim Spielen mit Freunden. Wirf mir bitte den Ball zu. Genau. Oder man beschreibt eine Aktion. Er hat den Ball unglaublich weit geworfen. Beim Handball zum Beispiel ist das Werfen ganz zentral. Oder beim Baseball. Genau, werfen, ein wichtiges Verb für viele Ballsportarten. Und die Perfektform mit hat ist eine häufige Fehlerquelle, also gut merken. So, wir machen eine ganz kurze Pause von den Wörtern für einen kleinen Hinweis an dich. Ja, genau. Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, wenn du findest, dass wir dir gut helfen können, dann unterstütze uns doch bitte. Abonniere unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns sehr und hilft uns, weitere Lerninhalte für dich zu erstellen. Vielen Dank dafür. Super, danke dir. Und jetzt machen wir direkt weiter. Wir haben über Laufen, Springen und Werfen gesprochen. Um all das gut zu können, braucht man, na klar, man muss trainieren. Ja, jetzt kommt das Verb zu unserem Nomen das Training. Also, trainieren. Auf Englisch to train or practice. Das Perfekt ist regelmäßig und wird mit haben gebildet. Hat trainiert. Man kann zum Beispiel sagen, die Mannschaft trainiert 3-mal pro Woche für das nächste Spiel. Oder du erzählst von dir. Ich habe gestern Abend 2 Stunden im Fitnessstudio trainiert. Jetzt spüre ich meine Muskeln. Ja, das kenne ich. Oder jemand hat ein großes Ziel. Ich trainiere für einen Marathon. Wow, das ist Ehrgeiz. Ja, trainieren ist das Tun, die Aktivität, die hinter das Training steckt. Wichtig für jeden Fortschritt. Und es gibt noch eine sehr beliebte Form der Bewegung, die wir noch nicht hatten, besonders im Sommer oder im Urlaub, Schwimmen. Oh ja, schwimmen. Auf Englisch to swim. Hier brauchen wir für das Perfekt wieder sein. Ist geschwommen. Genau. Im Sommer schwimme ich total gern im See. Das Wasser ist so erfrischend. Gehst du lieber ins Schwimmbad oder in einen See? Gute Frage. Oder man erzählt von einem Ausflug. Wir sind letztes Wochenende im Hallenbad geschwommen, weil das Wetter schlecht war. Kannst du gut schwimmen? Schwimmen ist toll, weil es den ganzen Körper trainiert und gut für die Gelenke ist. Eine sehr gesunde Bewegung. Definitiv. Das waren jetzt unsere 5 Verben. Laufen, springen, werfen, trainieren, schwimmen. Genau. Jetzt haben wir Nomen, also Dinge, Personen und Verben, die Aktivitäten. Was fehlt noch, um Leute oder Aktionen genauer zu beschreiben? Adjektive. Wörter, die sagen, wie etwas ist. Richtig. Und beim Sport denkt man oft zuerst an Geschwindigkeit. Also, unser erstes Adjektiv ist schnell. Schnell. Auf Englisch fast oder quick. Ein sehr häufiges Adjektiv. Man kann sagen, dieser Läufer ist unglaublich schnell. Er hat das Rennen gewonnen. Oder auch im Alltag. Können wir bitte schnell gehen? Der Bus kommt gleich. Ja, typisch. Oder als Frage im Sportkontext. Bist du ein schneller Schwimmer? Es beschreibt, wie flott etwas passiert oder jemand ist. Schnell.
sehr nützlich. Und wer viel trainiert, wird oft nicht nur schnell, sondern gewinnt auch an Kraft. Daher passt jetzt das Adjektiv stark sehr gut. Ja, stark. Auf Englisch strong. Das Gegenteil von schwach. Man kann jemanden bewundern. Wow, du bist aber stark. Kannst du mir helfen, diesen Koffer zu tragen? Oder im Sport. Der Boxer hat einen sehr starken Schlag. Oder für Gewichtheben braucht man wirklich starke Muskeln. Ja, auf jeden Fall. Stark sein ist in vielen Sportarten ein Vorteil, aber auch im Alltag nützlich. Ein positives Wort. Und wenn wir an Menschen denken, die regelmäßig Sport treiben, die schnell und stark sind, wie kann man ihren Lebensstil allgemein beschreiben? Sie sind meistens sehr aktiv. Genau, aktiv. Auf Englisch active. Das beschreibt, dass jemand viel macht, viel in Bewegung ist, nicht nur herumsitzt eben. Ein schönes Kompliment ist: Meine Großeltern sind mit 80 Jahren noch sehr aktiv. Sie gehen jeden Tag spazieren und treffen Freunde. Das ist toll. Oder eine Frage zur Selbstreflexion. Bist du eine aktive Person? Es ist einfach wichtig, aktiv zu bleiben, egal in welchem Alter. Das hält Körper und Geist in Schwung. Aktiv. Und wenn man aktiv ist, Sport macht, sich bewegt, wie fühlt man sich dann oft? Man ist fit. Ja, fit. Auf Englisch fit oder in shape. Ein sehr modernes und häufig benutztes Wort. Viele Leute haben das Ziel, ich möchte fitter werden, deshalb gehe ich jetzt regelmäßig laufen. Oder fühlst du dich heute fit für die Wanderung? Mhm. Man kann auch jemanden beschreiben. Sie macht viel Yoga und achtet auf ihre Ernährung. Sie ist total fit. Stimmt. Fit sein ist ein Zustand, den viele anstreben. Und das führt uns direkt zum letzten und vielleicht wichtigsten Wort für heute. Wenn man fit ist, Sport treibt, aktiv ist, dann tut man etwas Gutes für seine Gesundheit. Das Adjektiv dazu ist gesund. Absolut. Gesund. Auf Englisch Healthy. ein unglaublich wichtiges Wort in allen Lebensbereichen. Wir wissen ja, Obst und Gemüse essen ist gesund. Ausreichend schlafen ist gesund. Und eben auch, regelmäßige Bewegung und Sport sind gesund. Genau, man wünscht es sich gegenseitig. Bleib gesund. Oder man spricht über Entscheidungen. Ich versuche, einen gesunden Lebensstil zu führen. Das bedeutet, auf Ernährung, Bewegung und Entspannung zu achten. Ja. Gesund. Ein zentrales Wort für Wohlbefinden. Super. Das waren sie, unsere 15 Wörter rund um Sport und Bewegung. Der Sport, das Spiel, der Ball, der Spieler, das Training, Laufen, Springen, Werfen, Trainieren, Schwimmen, schnell, stark, aktiv, fit, gesund. Hast du sie dir gemerkt? Um das Ganze noch einmal zu festigen, haben wir jetzt eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. Alle 15 Wörter kommen darin vor. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter wieder zu erkennen. Pass auf. Lisa war in letzter Zeit oft müde. Sie wollte wieder aktiv werden und beschloss, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Ich möchte mich wieder richtig fit fühlen und gesund leben, dachte sie. Also zog sie ihre Sportschuhe an und fing an zu laufen. Zuerst war sie nicht besonders schnell, aber sie ist jeden zweiten Tag gelaufen, immer ein kleines Stück weiter. Eines Tages sah sie im Park eine Gruppe, die Volleyball spielte. Das sah nach Spaß aus. Sie fragte, ob sie mitmachen könne. Sie erfuhr, dass es ein offenes Training war. Beim nächsten Training war sie dabei. Die anderen Spieler waren sehr nett und erklärten ihr alles. Lisa musste lernen, den Ball richtig zu werfen und hochzuspringen, um ihn über das Netz zu bekommen. Sie hat fleißig trainiert. Nicht nur im Park, sondern auch zu Hause ein paar Übungen gemacht, um stark zu werden. Nach ein paar Wochen gab es ein kleines Freundschaftsspiel gegen eine andere Hobbymannschaft. Lisa war aufgeregt, aber es machte ihr riesigen Spaß. Sie merkte, wie gut ihr der Sport tat. Manchmal, wenn das Wetter schön ist, geht sie jetzt auch im See schwimmen. Sie ist vielleicht keine Olympiaschwimmerin, aber sie fühlt sich danach immer wunderbar erfrischt und voller Energie. Lisa ist jetzt viel aktiver und fühlt sich richtig fit und gesund. Und? Hast du alle Wörter wiedergefunden? Der Sport, das Spiel, der Ball, der Spieler, das Training, Laufen, Springen, Werfen, Trainieren, Schwimmen, schnell, stark, aktiv, fit und gesund. Mhm. Eine kleine Geschichte, die zeigt, wie diese Wörter im Alltag zusammenpassen können. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Versuch doch mal, eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Was machst du gerne? Welchen Sport findest du interessant? Schreibt eure Sätze gerne unten in die Kommentare. Ja,
Bitte. Das ist eine super Übung und wir freuen uns darauf, sie zu lesen. Und wir freuen uns auch, wenn du uns unterstützt. Bitte abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Genau. Und sei gespannt auf morgen, denn da wartet wieder ein neues, spannendes Thema auf dich. Tiere. Ja, morgen geht es um die Tierwelt. Wir sprechen über wichtige Wörter für Tiere im Alltag, vielleicht dein Haustier, Tiere in der Natur oder im Zoo. Also bleib unbedingt dabei, das wird sicher interessant. Das war's für heute von uns. Bleib neugierig und aktiv. Bis morgen. Tschüss. Mach's gut, hab einen schönen Tag und bleib vor allem gesund. Ciao.